Kochlandschaft Österreich in der Ferienregion Dachstein-Salzkammergut. Wir treffen den Küchenchef vom Welterbe-Wirtshaus Stegwirth, Fritz Krampelhuber, beim Schwammerlsuchen. Genauer gesagt sucht er Eierschwammerl für das Geuserer Feelingmandel, das er für uns zubereiten wird. Was macht das Schwammerlsuchen in den Wäldern der UNESCO-Welterbe-Region so besonders? Ja, ich gehe eigentlich da gern her, weil das sind Kindheitserinnerungen da von meinem Großvater, wie ich mit ihm schon Schwammerl gegangen bin und so. Und ich glaube, ich weiß jeden einzelnen Starbitz oder Eierschwammerl, wo er gestanden ist, sage ich jetzt einmal. Und auch immer die Aussicht, wenn man sich die da anschaut, da schaut man runter ins Geuserer Tal. Und das ist einfach sensationell und ist gleichzeitig ein totaler Erholungsraum für mich. So, jetzt sind wir ja im Holer gewesen, sind jetzt gerade wieder zurückgekommen mit unserer Beute, mit den Eierschwammerln. Und ich werde jetzt das Geuserer Feelingmandel mit euch machen. Dann haben wir jetzt gleich mal Butterschmalz. Das ist eher deftiges Essen, also nicht schmarrn damit. Dann haben wir da Zwiebel. Da haben wir jetzt schön anschwitzen. Das ist wie gesagt eher ein deftigeres Essen. Das ist, haben wir früher die Holzknechts und so, haben das ja selber gemacht im Wald. Und die haben natürlich eine Stärke gebraucht, weil das so eine anstrengende Arbeit körperlich. Und die haben eigentlich alles kommt da jetzt rein in das Feelingmandel, was du eigentlich mitnehmen können hast. Also wie gesagt, den Butterschmalz, da haben wir da jetzt Zwiebeln schön anschwitzen, bis sie glasig sind. Dann kommt ein Speck dazu. Das ganze Gericht, sage ich jetzt einmal, könnte man auch vegetarisch machen, oft lässt man den Speck halt weg. Dort das jetzt schön, wie gesagt, schön anschwitzen, schön anbraten in den Speck, da der schön knusprig wird. Dann unsere Eierschwammerl dazu. Haben wir noch ein paar Portionen. Ja, der Ofen ist ja 250 Jahre alt, der ist bis letztes Jahr ist der noch bei uns in der Küche gestanden. Wir haben also jeden Tag in der Früh unser Vater eingeheizt um 5 in der Früh. Und die Temperaturen waren teilweise in der Küche unerträglich, sage ich. Also wenn man da gestanden ist, richtig positioniert, hat der Ofen 80 Grad, also hat es im Raum gehabt 80 Grad. Nachdem wir umgebaut worden ist, haben wir natürlich gesagt, den darf er nicht weg da, weil das ist ja wie gesagt 250 Jahre ein Schmuckstück und wir haben da jetzt einen Gaststurm eingestellt, wieder einbauen lassen da drinnen. Und speziell im Winter haben wir ab und zu, machen wir da drinnen schon noch Gerichte, wie unser Bradl in der Reihe oder was, weil der eigentlich nur voll funktionstauglich ist. So, jetzt ist es da angeschwitzt. Gleich einmal gescheit salzen mit dem Bergsalz, wo der Hals steht. Arbeiten wir eigentlich prinzipiell in der Küche wirklich nur mit dem Salz, weil es einfach viel Mineralien drinnen sind und wirklich ganz anders schmeckt einfach das, was so das ganze Natursalz. Gell? Pfeffern. Jawohl. So, jetzt ist das wirklich schön angeschwitzt alles. Und jetzt kommen noch die Eier dazu. Wir rechnen ungefähr 3 Eier, sage ich jetzt einmal, pro Portion. Und das Gericht, das isst man ja bei uns in Geusern aus der Pfanne und immer miteinander eigentlich. Weil so haben das früher die Holzknechte auch gemacht. Und auch bei uns im Betrieb, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir das Gericht oben haben auf der Karte, oft schreiben wir immer bewusst immer für 2 Personen auch viel dazu und servieren das dann so. Weil es einfach, das gehört zur Gesellschaft dazu. Das Gesellige, sage ich jetzt einmal, wenn man das miteinander aus der Pfanne isst. Ja, jetzt ist das da schon schön angekickt. Das war es in dem Fall schon. Und jetzt habe ich einfach da noch einen gehackten Petersil und ein Magikraut.
Das gibt dem Ganzen nur den Geschmack. Normalerweise tun wir in dem Gericht, damit wir es verfeinern, sage ich jetzt mal, nur Creme fraiche oder geschlagene Sahne unterheben. Damit ist das Gericht lockerer, weil es ist trotzdem sehr deftig. Aber ich tue es jetzt in dem Fall nicht ein, weil ich möchte das original größere Feeling-Mandel machen. Und früher haben sie im Wald natürlich keine Creme fraiche mitgehabt oder geschlagene Sahne. So, da, jetzt sind wir eigentlich fertig. Anrichten in dem Fall braucht man nicht, weil wir essen sie, wie gesagt, aus der Pfanne raus. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Nachkochen und guten Appetit.